So, hallo liebe Sportfreunde, hallo liebe Eishockey-Freunde. Freunde, ich freue mich jedes Mal auf einen Tag, aber so wie heute habe ich mich selten gefreut. Wir haben einen meiner großen Helden heute im Tag. Wir begrüßen ganz herzlich in Toronto in Kanada Kenny Stron. Servus. Servus, hallo, grüß dich. Und auch den anderen kennt ihr alle, den Schurli, den Moonwalk Schurli. Servus Schurli. Servus Rüdiger, hallo Kenny nach Kanada logischerweise und alle, was zuschauen, grüß euch. Hallo, grüß dich, Kenny, danke. Erste Frage, bevor wir zum Eishockey kommen. Man liest viel in den Medien, wie es in den USA zugeht mit Corona und so. Wie geht's euch in Kanada? Geht's euch gut? Wie ist die Lage derzeit bei euch? Ja, mir ist ein bisschen langweilig. Wir sind noch immer eigentlich Hausarrest. Die Einkauf, Lebensmittel kannst du auch kaufen. Aber sonst, wir sind zu Hause. Endlich, das Wetter ist ein bisschen besser. Wir können spazieren gehen oder außen am Park und See ein bisschen. Aber sonst ist alles streng kontrolliert. Oh, did I lose you? Okay, No. aber es geht dir und deiner Familie geht's gut. Der Bettina, Ja, alles in Ordnung. alle Villacher Kinder und Villacher Frau geht gut. Ja. Das ist wunderbar. Liebe Eishockey-Freunde, wenn ihr immer die Talks mitbekommen wollt, liked Sportfan oder Platin TV. Und Kenny, du bist ja in Kärnten eine Legende. Wenn ich dir von allen Leuten die Grüße ausrichten würde, die mir gesagt haben, grüß mir den Kenny, dann hätten wir überhaupt keine Zeit mehr für was anderes. Stellvertretend von Michi Vorauer vom WEV, ganz liebe Grüße, von Joe Bleschberger und von Marcel Kelz. Also ganz liebe Grüße. Erinnere dich zurück, 1987 bist du während der Saison für ein Camp Land gekommen. Also Ja. da wurde der Legionär ausgetauscht. Wie waren deine ersten Eindrücke von Villach? Das war sehr interessant. Uh, erst gekommen, die Mannschaft, oder das erste Spiel war in Lustenau. Und ich war eigentlich, bevor ich gekommen hat, 2 Monate nicht einmal am Eis. nur Trockentraining und gedacht, dass vielleicht ich nicht mehr spielen. Ich war mit der kanadischen Olympiamannschaft und da war ein bisschen ein Missverständnis und wie gesagt, ich habe genug. So, erstes Spiel in Lustenau mit einer langen Busfahrt und wir kommen in Lustenau, die Nacht vorher das Spiel und Bart Crashley, der Trainer, gesagt, du bist Zimmerkolleg mit Peter Raffel. Okay, super. Mach die Tour auf zu dem Zimmer, da ist ein großes Bett. Okay, ich bin von Kanada. Habe ich gedacht, okay, wir 2 erwachsene Männer hier und ein Bett. Das geht nicht bei mir. Und dann habe ich gedacht, so, ich bin unten zum Crashly gegangen und gesagt, was ist los? Das ist nur ein Bett. Ich goes, ja, alles müssen zusammen schlafen, weil das ist ein großes Bett. I said, this is a catastrophe. Right? Zurück, auf. Halbe Stunde später, wir schlafen gegangen, halbe Stunde später, der Raffel schnorkt so laut, ich habe überhaupt nicht schlafen können. Ich hatte Jetlag, nicht schlafen. Und den nächsten Tag mein erstes Spiel. Aber den nächsten Tag, der ruft mein Agent an und sagt, ich brauche was in meinem Vertrag. I said, mein eigenes Zimmer. Sofort, I had mein eigenes Zimmer sitten. So, das war, das war der erste 2 Tage in Österreich. Und, but then in Villach, ich wollte schauen, was ist und alles neu.
Und am Abend nichts, da ist kein Fernsehen, nichts. So, ich bin in die Stadt gegangen, zum 29 heißt das Lokal. Ich bin reingegangen 29. und zwei Männer, zwei Herren mit der Bundesheer, mit der Bundesheer Uniform. Uniform. Ja, Uniform. Die war sicher 40, 50 Jahre alt vielleicht. Die sagt, komm her, trink ein Bier. Und du musst Deutsch lernen. Und ich sagte, okay, erst ein Bier, zwei Bier, super. Viel Lagerbier, noch besser. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, es war ein Dienstag oder Mittwoch. Jeder Mittwoch, wir treffen hier und will Deutsch lernen. So, die haben mir ein deutsches Wort gegeben und die would sprechen Englisch und dann einsetzte Deutschwort. Und dann nächsten Tag, dann der nächste. Und so habe ich Deutsch gelernt. Und so, aber der Mensch war so freundlich und offen, war super. Und seit dann ist Geschichte. Deutsch ist alles Ja, dann ist schlecht. wirklich, das ist dann wirklich Geschichte. Roli, denk einmal in die ersten Zeiten zurück, wie du den Kenny kennengelernt hast, als junger Bursch damals noch. Für mich war das natürlich brutal. Also für mich war der Hero Number One Peter Raffel, der blaue Blitz, mit der Erfahrung, was mich sehr gut zurückerinnern kann, wo er sich im Derby schwer verletzt hat beim Fuß. Ich glaube, dass er mit dem Domizieren zusammengestoßen oder der ist, damals haben sie gesagt, der Zieren ist mit den Eischuhe in die Fiers gekupft, glaube ich, in Peter. Und da hat er sich so schwer verletzt damals. Das war für mich natürlich eine Katastrophe. Und so die ausländischen Spieler waren für mich noch nicht so interessant, aber wie der Ken Stron aufgetaucht ist, war das auf einmal unglaublich, weil er so als Mensch auf uns junge Leute zugegangen ist, auf die Fans. Ich habe als Frauenobhut gespielt, noch nicht so einen Kontakt zur ersten gehabt, logischerweise, aber bei jedem Spiel in der Halle mit dem selbstgestickten Strahl, mit der Schwester beim Moschenrotzaun gestanden und noch ein Spiel aufs Eis gekupft und ich habe von Ken Strong einen Schläger gekriegt damals. Und das ist mir natürlich in Erinnerung geblieben und den Schläger habe ich dann einmal an Bersch, weiß ich nicht, der hat gesagt, der BMX-Radl für mich, der hat das, glaube ich, gefladert gehabt damals, hat es mir gegeben und ich habe den Schläger von Ken Strong gegeben. Und ja, der Kenny war ein Wahnsinn. Einfach durch seine Art und Weise, wie er Eishockey gespielt hat, nicht nur das Tore schießen, sondern einfach der Mensch, wo ich gemerkt habe, halt Eishockeyspieler sind nicht nur raue Hund, sondern ja, ein super Haberer. Und das war für mich als Kind ja, faszinierend und bin froh, dass die Freundschaft bis heute angehalten hat. Und das ist natürlich ein brutales Vorbild geworden über die Jahre. Und ja, also ich habe sicher einiges von ihm gelernt oder durch ihn gelernt. Und da kann ich nur sagen, sowas vermisst man heute, solche Typen wie Ken Strong war, nicht nur am Eis, sondern auch auf die Eis. Ja, Kenny, das war wirklich noch eine andere Zeit. Ihr seid ja wirklich, egal ob verloren oder gewonnen, ihr seid eigentlich als Mannschaft, egal ob Legionär oder Einheimischer, ihr seid nach dem Spiel noch in die Box gegangen, habt mit den Fans ein Bier getrunken, habt mit denen gesprochen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Deswegen war auch so ein guter Kontakt und so ein gutes Verhältnis zwischen der Mannschaft und den Fans da, oder? Ja, das war super, wie das ist alles läuft, like nach dem Spiel. Wir sind in der Box gegangen. Ja, Gote hat mit uns gespielt, er war auf meiner Linie. Super Mensch, by the way. But, and treffen die Leute, lernen Deutsch, trinken ein Bier. Das ist was fehlt jetzt, ist das Kontakt. Jetzt there's 10, 11 Auslanders. Qualität von den Auslanders sind, die kommen from Amerika, der dritte Liga. Die haben ja ein neues Leben für them, aber für österreichische Hockey, in meiner Meinung, bringt wenig, nichts eigentlich. Entwickelt eine eigene. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben in der Box gegangen. Die Mannschaft war so eine Familie.
we were so zusammengehalten. I had my beste Freunds were eigentlich nicht die Ausländers, were the Vielachers. Und then in the box was always lässig locker, treffen the fans. Then the fans have a connection with the Spielers. Und then this was mehr zusammenhalten. Und ich kann nicht sagen, es ist schade, dass es nicht so jetzt. Ich habe letztes Jahr, wenn ich war mit der VSV, habe ich gesagt, wir sollten nach dem Spiel einfach in der Box gehen, okay, vielleicht ein Bier trinken, das ist kein Problem mit ein Bier trinken, die Leute kennen und ein bisschen locker. Stress ist nicht notwendig. Und du musst Spaß, wenn du spielst, du musst unterstützen andere, und wenn du hast die Fans, VSV, vielleicht Fans are the best in the ganze Liga. Keine Frage. Und this was just a super sight for me, und ja, ich habe meine Frau getroffen, und nach 30 Jahren sind wir noch immer zusammen. Meine Kinder geboren in Villach. It's just, for me, this is my Heimat, and it's a große family. All from the Eishockey-Mannschaft bis the Box. I guess in the Flaschel in 29, the Locals. Aber a super Zeit. Box, Flaschel, 29er, und mit der Bettina hast du natürlich recht, 80% der Villacher Männerwelt, die alleine war, wollten damals die Bettina kennenlernen, und dann hat sie uns der Ken Stron weggenommen. Aber keiner war dir böse, weil du der Ken Stron warst. Surely, wenn der Kenny, sagen wir, wenn der Kenny 1989, sagen wir mal, durch Villach gegangen ist, haben ihm 80-90% der Leute sofort erkannt. Ich nehme jetzt den Collins her, für mich ein sehr guter Spieler, den hätten wahrscheinlich keine 10% erkannt, aber das liegt wahrscheinlich genau an der Nähe, die früher zwischen Spielern und Fans da war, oder? Ja, absolut. Die Spieler, die jetzt da sind, die kennen ja nichts dafür für die Situation, das müssen wir dazu sagen. Das Problem, was ist, Professionalität ist alles recht und schön, aber man sollte, so wie es der Kenny richtig gesagt hat, das Leben nicht vergessen. Das heißt ja nicht, dass man sich da jedes Mal nach der Partie niederhocken muss als Spieler oder sonst irgendwas. Das wird ja auch nicht mehr geben, weil die Intensität viel zu hoch ist mittlerweile. Aber da geht es echt um das. Ich habe das in Graz nichts anderes gemacht. Ich bin auch ins Spiel nicht in den Vierbraum gegangen, sondern ins Buffet, und habe dort halt mit den Leuten ein paar Bier getrunken, habe meinen Spaß gehabt, und dementsprechend ist da ein gewisser Fankult, was meine Person betrifft, entstanden. Aber nicht deswegen, weil ich so super bin, sondern weil die Leute sich einfach unterhalten wollen mit denen unter den Helm, mit dem hinter der Ausrüstung. Und wenn du gut warst, natürlich sehr viel Schulterklopfer, wenn du Scheiße gespielt hast, dann hast du dort Gas auch gekriegt, aber das ist legitim, und den Ganzen muss man sich stellen, und die Leute wollen das haben. Und da bringt es nichts, wenn ich ein super Merchandising habe, was ja grundsätzlich was Positives ist, aber wenn ich als Fan null Kontakt zum Spieler habe, und speziell im Villach ist, wir haben auch sonst nichts sportlich, das muss man so ehrlich sagen, ohne jetzt andere Sportarten schlecht machen zu wollen. Aber Villach Identität ist blau-weiß, und das muss gelebt werden, und das macht Villach stark, und das hat die Spieler am Eis stark gemacht und die Fans auf die Tribünen. Und deswegen haben wir auch jetzt nie, sage jetzt einmal in letzter Zeit, vielleicht nicht immer die größten Sponsoren gehabt oder irgendeine Gönner, die viel Geld gehabt haben, sondern wir haben halt viele kleinere Sponsoren gehabt, die in der Summe das Ganze möglich gemacht haben. Und auf das muss ich denken. Und da muss man sich auf das besinnen und nicht permanent von NHL und was ich was alles für eine Fantasien reden, sondern Villach ist Villach, und Villach ist eine Familie, das ist damals draus gewachsen, und der Kenny war ein Teil davon, und das ist die Identität von VSV, und das ist absolut verloren gegangen. Und das ist extrem wichtig, mit den Fans zu kommunizieren und nicht über irgendeine Webseiten oder sonst irgendwas. So wie wir das jetzt machen, ist auch was Positives, aber wenn der neben dir steht und ich habe schon 5 Bier und der Spieler kommt einer, dann traue ich mir vielleicht leichter reden, und beim nächsten Mal schreie ich noch mehr. Und das ist ja eine Symbiose, die da entsteht, die nur Positives hat. Und das ist absolut unter diesem Deckmantel der Professionalität
komplett verloren gegangen und das ist extrem schade, weil Villach macht das aus und das hat Villach immer stark gemacht als Mannschaft im Sport und durch die Lautstärke in der Halle und da geben die Leute Vollgas und so wie die Spieler meist, geben die Fans auch und das muss ich mit Nähe zu den Fans in gewisser Art und Weise, wie gesagt, nicht Vollgas niedersaufen, von den redet keiner, sondern ganz normal 1-2 Bierlein trinken und dann gehst du heim liegen, leck Arsch und dann passt das auch. Und das gehört gemacht und das gehört wieder und nicht immer diese kurzartigen Aussagen, was da getroffen werden. Mir gefällt das überhaupt nicht. Ja, wir haben jetzt eine Frage vom Flo Zajic, da möchte ich euch Fans auch bitten, schreibt die Fragen in die Kommentare. Der Flo Zajic ist ein Austrian Hockey Player, spielt in America und er schreibt, Hi Mr. Stron, can you tell us a little bit about your experience when you got drafted 58th overall to the Philadelphia Flyers in 1981? Also, what is your craziest locker room where you've ever been and you'll never forget? Well, this was sehr aufregend. We have geflogen. This were in Montreal, the draft, in Montreal, Quebec, and with my Familie. Wir haben nach Montreal gegangen and wartet for the names to come, and they haben. Philadelphia was einer from the Mannschaft. The andere was I'm trying to think what the other one was. I think it was Calgary und Vancouver. Und wir haben gesagt, die zweite Runde, aber ich war angefangen from the dritte Runde to Philadelphia, and this were very exciting. Then they flew me down to Philadelphia, and they treated me very well. And unfortunately, I must say leider, that they were getauscht to Toronto, which was not a good experience for me, but it is what it is. And the best dressing room experience is by far in Villach, because we were close, we were a family. We did things together, nach dem training, go out for a beer or something. Skiing, sledding. I'm not skiing. Sorry, not skiing. Dürfen nicht. But the cabine, we had the Gusto used to make a jause, and we'd have sauna night, and with a jause and beer and ping pong and the guns are not in the cabine. But this was the best times it was Faustball for sure. Even over the pro teams that I played for, much more fun. Ja. Aber Kenny, du hast jetzt gesagt, Toronto war nicht so gut, aber du hast dort ja die 15 Spiele gemacht in der NHL. Zwei Tore, 2 Assists, was ja nicht so schlecht ist für einen jungen Spieler. Warum hat es dann dort nicht mehr geklappt bei den Maple Leafs? Well, ich habe viele nur auf der Bank gesessen. We were in letzter Platz und they just they verhandled the Spielers, kein Respect. It was not good. It was not good. It had lieber in the farm team spielen wie die erste. And in Philadelphia was complete anders. The ganze atmosphere, the respect for the Spielers, alles. So that's nach 3 Jahren. They will trade me, and they said no. So I went to Europe. I went to Switzerland actually, to the Schweiz. Zuerst bist du ja nach Chur. Ja. Der erste Club war Chur. Dort hast du auch
viele Tore gemacht und viele Assists gemacht, aber dort hattest du den Ruf ein bisschen, du warst ein Enfant terrible, wie man so gern sagt. Warst du noch jung und wild, sagen wir es einmal so? Ja, ich bin noch immer so, ich glaube, ich weiß nicht. Ja, weil, also wie gesagt, ich muss, ja, Eishockey war Spaß, aber für mich, there was mehr außerhalb vom Eishockey auch. Und eben, wenn ich was in VSV, danach vor ein Spiel, ich hätte immer ausgegangen, ein paar Bier getrunken, raten mit den Leuten und heimgegangen und nächsten Tag, wenn ich spielen schlägt, das ist auf mich. Das ist meine Schuld. Aber it was zu viel Spaß. So, am Eis war Spaß. Und Eishockey kann nicht nur, oh, wenn ich spielen, wenn ich bin ein Shift am Eis und es schlecht ist und der Trainer sagt, okay, du sitzt und spielst nichts mehr die ganze Zeit. Das ist nicht für mich. Das ist, was in Toronto passiert und alle Leute. No, du kannst nicht richtig spielen unter Druck oder kommen ein, zweimal am Eis. Das geht nicht. Und das passiert immer, immer im Profispielen, Profiliga. Und kann jeder sagen. So, mein Sohn sitzt der auf der Bank, der macht einen Fehler, die andere macht alle Fehler und die spielen weiter und der sitzt auf der Bank. Der Jury muss das wissen auch. Du kannst nicht ein, zwei, dreimal das ganze Spiel und der Trainer erwartet, dass du was machst, was unglaublich und spezial. Das geht nicht. So, für mich war es nur Spaß. Wenn ich aufgehört von der kanadischen Olympiamannschaft, weil das Problem, ich habe Arbeit gegangen für meinen Vater, 2 Monate. Und dann mein Agent hat mich angerufen, ich sagte, willst du Eishockey spielen wieder? Und er sagt, ja, freilich. Und er sagt, du kannst, der 2 Jobs, einen in Finnland und einen in Österreich. Und dann habe ich gesagt, das ist meine einzige Frage, wo will ich mehr Spaß haben? Nicht, wie viel Geld, was ist das für ein Vertrag? Er sagt, wo werde ich mehr Spaß haben? Und er sagt Österreich. Nächsten Tag war er auf der Flug nach Österreich. Deswegen was meine Karriere wieder frisch, weil ich hatte Spaß, die Leute waren super, die Fans waren super, die Stadt was alles laufen, was super. Kann nichts mehr sagen. Ja, so ist das. Das hat man auch immer gemerkt. Du hast in der österreichischen Liga 372 Spiele gemacht, 318 Tore, 343 Assists, ein Wahnsinn, 661 Punkte. Also Spaß gemacht hat es dir immer. Das war immerhin ein Schnitt von 1,78 Punkten pro Spiel. Gibt es da irgendeinen Spieler beim VSV, an den du am meisten zurückdenkst, von deinen Legionärskollegen oder so? Welcher Spieler war der verrückteste? Abgesehen von den Torhüter, da frage ich dich später erst. Ja, alle Spielers, even der Einheimische, the Villagers, we were a family. They were all super. I mean, Alfie Turcotte was a little bit, he was a fun guy. He was super ice hockey spieler. I mean, there's just so many that they have their ways, but even you've got Crump and Lancer. They were fantastic hockey players. Home ones. I mean, when I got there, Raffle was good. Leo. I mean, Foul had a lot of really super good hockey players. Leo Sievitz. I mean, you can go down the list. Yeah, Ingy was good in his way. Herbie Holmberger is like
he was NHL material, really. If I had, and you can go down the list. Rick Wilson was a crazy guy, yeah, and Oh, yes. I remember saying to him, I said, "You have to stop lifting weights." I said, "You can't even stick handle. He can't move his arm. He can't make a pass across the blue line. He just had so many muscles." But he got the job done. He got the job done. So it was a lot of really good players, and a lot of good times. Bart Crashley was a great coach. He was a player's coach. He let you play, and he didn't put pressure on you. And I think that made a big difference. The players loved him. Yeah. So. Warum dich die, Yep, sorry. warum dich die Leute in Villach heute noch lieben, war auch dein grenzenloser Einsatz. Du wirst dich noch erinnern, Spiel gegen Feldkirch, wenige Minuten vor Schluss, Schuss vom Fuzzi Patrick, Stiegler wehrt ab, genau dir aufs Auge. Man hat dich blutüberströmt damals. Ja. Man hat dich blutüberströmt damals vom Eis getragen. Ja. Alle haben gerätselt, wirst du überhaupt noch einmal spielen können in dieser Saison? 2 Tage später Auswärtsspiel in Lustenau, wer war wieder am Eis? Leichte Gehirnerschütterung, alles, Ken Stron. Das hat dich ausgezeichnet, deswegen haben dich die Fans geliebt und lieben dich noch heute. Und das sieht man eben heute kaum noch. Dieser Einsatz von einem Legionär. Ich hasse nicht spielen. Und ja, Visier, eine Auge und ja, vielleicht weil ich war ein bisschen verrückt an Eis, ich kriege ein bisschen mehr Platz, so ich hatte keine Angst, dass jemand, kommt aggressiv auf mich oder was. Ja, mit einem Auge geht auch. So, ja, wir müssen gewinnen, right? Ich wollte nur gewinnen und für diese Mannschaft hat das Gefühl, ich gehe durch die Wand für diese Mannschaft, und gewinnen. Ich wollte immer der Best sein, so ich bringe jeden Tag mein Best und es ist gut gegangen oder schlecht gegangen, solange es mein Best geben. Ja, und jede 5 Jahre kriege ich eine neue Linse in meine Augen, so dass ich Sicht klar. So. Es geht. Ja, schuld waren der Fuzzi Patrick und der damalige Goalie, der Herr Stiegler. Schurli, hast du noch eine besondere Erinnerung an irgendein Spiel oder irgendeine Szene mit dem Kenny, was du nie vergessen wirst? Die eben beschriebene, weil ich bin damals, da war noch die alte Halle hinter dem Auswärtstor, aber noch die Holztribüne mit dem Moschendrahtzaun Richtung Berufsschule, und ich bin damals mit meinem Papa meistens zuschauen gegangen und dürfen auf dem Schoß sitzen, nach langen Diskussionen mit den Ordnern, weil wir auch Karten gehabt haben, aber wir haben uns keine zweite leisten können, Erwachsenenkarten damals, weil Papa nicht so viel verdient hat, aber ich bin bei ihm am Schoß gesessen und das war genau eben einer der letzten Sitzplätze, wo jetzt an die Rundung anfängt und die Mannschaft reinkommt. Da war ja damals eben, waren keine Sitzplätze, wir sind da einer in der letzten Reihe dort gesessen. Und ich kann mich ganz genau auf die Situation erinnern, wie der Schlagschuss gekommen ist, der Goalie mit dem Schläger rausfährt und der Kenny ist rechts, also von ihm aus gesehen, vom Goalie aus links gestanden und der hat mit dem Schläger eigentlich abgewehrt und die Scheiben ist in Kerzengrot ins Gesicht. Ich weiß noch, sein Schläger ist der ist so in die Höhe aufgegangen, wie ein Lanzen. Dann ist er umgefallen und dann ist dort so eine riesige Blutlocken entstanden. Zuerst war ein Aufschrei, als wie beim Beatles-Konzert von den weiblichen Zuschauern, und dann war Totenstille in der Halle. Und kriege heute noch Kanzlerhaut, wenn ich auf das denke. Im Zuge dessen muss ich natürlich das Originaldress von Kenny sagen, was ich habe. Ich weiß nicht, ob er das damals angehabt hat oder nicht, aber ich weiß nur eins, dass ich das von Kenny gekriegt habe, das Original Game Worn Jersey von 1989. Ja, ich sehe das heute noch vor mir. Das war damals für mich als Kind brutal zum Sehen. Und verstanden habe ich es eh nicht. Ich habe gesehen, er hat sich schwer verletzt und das war natürlich ein Schock. Und das war in der Halle, ja. Also es waren alle wie vom Blitz getroffen. Das war ganz, ganz
schlimm zum Sehen. Und das, was natürlich in Erinnerung bleibt, auch positiv natürlich, ist halt sein genialer Schlagschuss ins lange Kreuz. Ins kurze Kreuz, meistens ins kurze, ins lange Kreuz. Also mit so einer Präzision und aus einer Situationen, das ist unglaublich. Also ich habe selber Bundesliga gespielt, ich war nie der beste Schütze, das ist bekannt, aber mit so einer Präzision und ja, unglaublich. Da hat sich dort einige geklopft. Die Marschen haben sich, ist jedes Mal ein Bausch hinten beim Tor aufgegangen und der Goalie ist, nachdem die Scheiben hinten wieder runtergefallen ist, hinter ihn erst mit der Hand aufgefahren. Also das war natürlich faszinierend zum Sehen. Ein super Auge und eben dieses dritte Auge, glaube ich, hinten, weil der blinde Pass gespielt hat, kenne ich, das war ja unglaublich. Und immer aufs Plattel, also faszinierend und für einen jungen Eishockeyspieler schön anzuschauen und Motivation, das auch so zu versuchen, um besser zu werden. Kenny, über die Derbys machen wir ja noch einen eigenen Tag. Aber dein erstes Derby ist 17. November 1987. Kannst du dich da noch erinnern? Hast du sowas vorher schon erlebt, wie es da in der Halle abgegangen ist? Wie war das damals? Du hast im ersten Derby auch gleich 2 Tore geschossen. Ja, well, das war, ich kann nur erinnern, dass der Spieler hat immer gesagt, die ganze Woche beim Training, bevor das Spiel, dass gesagt, das ist eigentlich Krieg. Familie gegen Familie oder Staat gegen Staat. Und aber nicht richtig, was comprehend, verstanden, was they meint, right? Und dann wir haben in der Eishalle gekommen, 2 Stunden, ich bin immer 2 Stunden bevor das Spiel. Und 2 Stunden bevor das Spiel und der Eishalle war pumpvoll, Leute singen, Feuerwerks, Fahne, alles möglich. Und ich gedacht, boah, das ist ein Wahnsinn. Und dann mein Herz was like, okay, jetzt ist Zeit. Und ja, das was from this Zeit on was a Derby for me was alles. Und der Spieler hat auch gesagt, du kannst eigentlich verlieren, all die anderen Spiele, aber nichts verlieren gegen KC. Und there were some, eigentlich they were like so wie ein Krieg am Eis. But it was super. It was super for the fans. It was super for the Spielers. The Gefühl ist, ja, du kannst nicht. It was something zu erleben. Ja. Ja. Welchen Spieler vom KAC hast du denn noch besonders in Erinnerung? Wer war dein Liebling? I think Tommy Cian and I were well, for me, he was the best player. He was the beste Spieler on KC. So I had to prove myself that I was the better one and we were the better team. So I took it upon myself to make the story straight. So and he was a super player. Eigentlich he was genau ein Spieler, genau was ich gern in einem Spieler. Der hat Herz, der kämpft, der hat Talent, der hat alles. Der kann, ein Spieler like that kann in the NHL spielen. Ganz sicher. Richtiger Platz, richtige Zeit. Aber so eben mit den Ausländern von der anderen Mannschaft. Ich muss, my Ziel, my goal was to be the best. And viele von dem Ausländers had a besser Job in the NHL oder langere Zeit in der NHL kriegt wie mir. Und so, ich wollte zeigen, dass ich war der bessere Spieler. So, but KC was definitely Tommy Cian. But they had a lot of good, again, sehr viel good Österreicher or Klagenfurt Spielers. It's Kärntner is ice hockey.
Und wir mussten der VSV aufbauen, wieder der Nachwuchs entwickeln und besser das Programm. Und das kommt von, ja, entwickeln your Nachwuchs, besser zusammen mit der Beziehung mit der Fans und als eine Stadt. Denn die Mannschaft ist eine Stadt, aufbauende Stadt. Eben die Wirtschaft in der Stadt vielleicht ist ein bisschen niedriger jetzt. Wir brauchen was gut ist. Right? So ist das. Über das heutige Eishockey reden wir eh gleich, aber du hast 49 Derby-Tore geschossen, warst zweimal Meister mit dem VSV, warst zweimal Vizemeister in der Derby-Torstatistik, bist du übrigens Dritter aller Zeiten und du wurdest auch zweimal Kärntner Eishockey-Superstar, also von den Fans zum Superstar gewählt. Ist etwas Besonderes, oder? Das vergisst man auch nie. Ja, das ist etwas Besonderes. Das ist special. Und ja, ich war sehr stolz. Und ich wollte kämpfen mehr. Ich wollte kämpfen harder, dass das läuft, weitergehen. That it would keep going. But you know, we get older in different situations. But this was a very great time. I'm very proud and humbled that the fans were voted me in. And hey, without fans, you have nothing. Look at this pandemic. Sport with no fans. Like the sporters all say, well, why should I? What's the point? Why should I play if there's no fans? You play for the fans, and you want them to love you, and you want them to, you know, you want to win, and you're representing in Österreich. You're representing your town, your Stadt. You're a representative. Win, respect, play hard. You know, that's the way it goes. And party hard. You also partied hard. Du warst auch ein großer Womanizer, bevor du Bettina kennengelernt hast. Und eigentlich habe ich deine ersten ich habe die ersten 2 Saisonen von dir so in Erinnerung, wenn ich in der Halle war. Es hat 2 Bilder von Ken Stron gegeben. Entweder war er beim Torjubel oder er war auf der Strafbank. Das ist aber dann besser geworden. Bist du dann ruhiger geworden? Yeah, I hope so. Hopefully. Ja, aber wenn ich schauen, Derby, weil mein Sohn spielt in Klagenfurt, ja, ich fast Fernsehen hinmachen, weil das frustriert mich, ärgert mich, the lack, this felt intensity. I don't know. I mean, the Spiel allein ist anders. Du kannst keinen harten Check machen. Der hat, habe ich gesagt früher, hat 11 Ausländers, dass die 3/4 von den Österreichern sind noch besser. Und du spielst nur die Ausländers. Und das bringt nichts. There's no motivation. There's no Familie. There's no, ich spiele für mich. Das ist mein Vertrag. Ich brauche einen neuen Vertrag nächstes Jahr. Vielleicht ich gehe nach Deutschland oder ich gehe nach was anderes. Österreich ist ein Bushofen, ein Busstop für die dritte Liga. Oh, I have noch eine Chance. Have a good season. Vielleicht ich gehe ein besseren Vertrag in ein anderes Land. Und das ärgert mich, weil es der Lack of Herz. Und ich bin nach VSV gekommen, it was frustrierend, dass das Kämpffeld irgendwie. Hin und her, ein paar Spiele were nicht schlecht. I mean, we hadn't, you know, leider for Unterlugauer, you know, he had nicht gut
Ausländers und die Ausländers muss spielen und they had some good Nachwuchs, Krompagin und Wolf and a paar, you know, genug junge Spielers there und but the Ausländers come first and they don't have the fight. That's my Meinung. Right or wrong, that's meine Meinung. Und Ja, yeah, play for the fans. Play to win. No pay, no play. und, No play, no pay. yes. That's the other one. Und Okay. genau diese Einstellung würden wir ja beim VSV gerne wieder sehen. Und der Siegfried Mödritscher, bevor wir genauer reden über die Liga, wie es weitergeht, auch mit den jungen Spielen, der Sigi Mödritscher fragt, würde Kenny sich vorstellen, beim VSV im Trainer in Zukunft zu arbeiten? Und noch einmal die Frage, warum spielt dein Sohn in Klagenfurt und nicht in Villach? Das geht nicht, schreibt der Sigi Mödritscher. When er erst probiert, ist mein Sohn nach Österreich gehen zum Eishockey spielen. Ich habe erst VSV angerufen und der Mian gesagt, wir brauchen ihn nicht. Wir wollen ihn nicht. Und dann, wir haben dann his agent Pat Poloni, said there was Klagenfurt and Graz, I believe. But he has the best contact with Klagenfurt, and Klagenfurt took him so forth. And, you know, he's happy and glücklich and vielleicht noch vom letztes Jahr, aber again, schon wieder Ausländer, Probleme und dann they lost him off the Liste und das ist eine Frechheit, aber ich will nicht Mischung in das ist nicht meine Karriere, das ist das eigene und der muss selber right making. So, and what was this? What was the second part? Or am I going to come back to Austria for foul? Yeah. No, not the wrong people are there. Finns and everybody else are always better. And, you know, I mean, they had Unterlugar. Unfortunately, he was put in a bad position. And then I came. I didn't really get the help, and that frustrated me. And then, you know, it all blew up. It's too bad because I think Unterlugar needs some more experience. He is a good coach, but he need to, you know, you have to work with the young kids, and the pressure is you have to win, and they gave no good imports, and you can't win without good imports in a league that every team has 12 imports. And I think the league needs to have Brophy coaches, but have an assistant coach that's an Austrian, an Österreicher, entwickel the older Spielers, or that they can become trainers. Just like entwickeln die jungen Spielers, dass they können in the Erste Liga mit 12 Ausländers. But look at what chance has a young Spieler, einheimischer Spieler, coming off the Mannschaft. Kein Chance. Or wenig. And this is a problem. And then there comes the national Mannschaft, and they have nicht genug good Spielers to bleiben in the A-Gruppe. All the other Länder, Schweiz, Deutschland, Schweiz besonders. They fünf Ausländers, or vier Ausländers. Yeah. Super. Ja, okay. Die Liga mussten unterkommen, Budget unterkommen, Karten billiger, mehr Zuschauer vielleicht. Well, then du hast eine Beziehung and then du hast Spitzenausländers. Dann du kannst zahlen für gute Ausländers, nicht dritte Klasse. Good Ausländers. And then they have a Beziehung to the fans, and now the fans more Österreicher, einheimische Spielers, and hey, so geht es. It's not about, wir müssen
mit den Finns und den Swedes und den Russians in Kanada bleiben with 12 Ausländer. Das bringt überhaupt nichts, außer verschwindend Geld. Meine Meinung, Entschuldigung, I'm passionate about Austrian Eishockey und ich bin enttäuscht, dass es niedergegangen, die Qualität. So. Ja, Kenny, das ist aber nicht nur deine Meinung, Roli, du wirst dem nicht sehr widersprechen, was die neue Ausländerregelung, wo ja heute auch theoretisch wieder 13 Legionäre spielen könnten, also fast 3 Linien, sage ich, wo soll das hinführen? Ja, man, das, was mir am Arsch geht, ist das, dass wir seit Jahrzehnten das umeinander Lamentiererei seitens des Verbandes, dann der Landesverbände, dann gibt es einen Hauptsponsor für eine Bundesliga, die jetzt grenzüberschreitend ist, was ja grundsätzlich nichts Negatives ist jetzt an. Aber so wie der Kenny sagt, wir haben ja in der Vergangenheit gehabt und auch jetzt haben wir sehr gute österreichische Spieler. Ein paar sind im Ausland, ob es in der Schweiz ist, in Kanada, ansonsten als junge Spieler zwischen 19 und 22 Jahren, die ja richtig gut sind. Und wir haben dazu noch gute einheimische Spieler, die in der EWL gespielt haben. Wie die nächste Liga dann heißen wird, weiß ich nicht. Aber so wie der Kenny sagt, ich kann nicht einen Sportort aufbauen, auf Ausländer, wurscht jetzt von was für ein Land die kommen, und dann irgendwas von der Nationalmannschaft erwarten. Ich glaube, das beste Beispiel, Fußball ist der größte Sport der Welt. Schauen wir England an. In England sind, weiß ich nicht, die haben 22 Leute im Kader und von denen sind 24 Ausländer, weil sie es sich leisten können, weil irgendein Scheich da Geld rein hat und den Nationalteam reißt gar nichts. Und das ist halt auch genau umzulegen als österreichische Eishockey. Und das ist einfach schade, weil eben dieser kurzfristige Erfolg, wie es der Kenny richtig gesagt hat, im Vordergrund steht und Entwicklungen einfach nicht gemacht werden. Man kann ja am Weg gehen. Ich sage das seit 15, 20 Jahren schon, aber ich in Graz gespielt habe. Ich habe gesagt, zum Beispiel beim VSV, ich nehme den VSV exemplarisch für jeden Verein eigentlich in Österreich her. Natürlich hat der VSV nicht Red Bull als Hauptsponsor und dieses unendliche Geld zur Verfügung, das redet ja keiner. Aber das, was ich sehr wohl machen kann, dass ich reduziere, wenn jetzt zum Beispiel voriges Jahr 12 waren, dass man da jedes Jahr als Verein geht 2 runter und dann bin ich in 3 Jahren auf 6 oder 8 Ausländer und dann spiele ich deswegen auch nicht vorne mit, weil jetzt haben wir 13 Ausländer, spielen wir auch nicht vorne mit und gleichzeitig binde ich die Fans an den Verein, weil die vieler dort wieder spielen. Die brauchen nicht von irgendwo aus Wien oder sonst irgendwas eine jungen Spieler holen, wenn wir selber welche haben. Nur Fakt ist eins, dass der VSV wortwörtlich gesagt hat, die Verantwortlichen, ja, wir haben ja selber keinen Nachwuchs. Ich meine, ist eh klar, wenn der Bersch reingehauen wird in einer 51. Minuten Eiskalter und so wie der Kenny sagt, der macht nachher einen Fehler, dann sagen sie zu ihm, ja, die Chance haben wir eh gegeben, aber der hat ja nichts gezeigt. Ich meine, das hat ja mit Entwicklung null zu tun. Ich muss ja so eine Spieler führen in jeder Hinsicht. Ich muss die zur Mannschaft dazu führen. Ich muss sie im Spiel führen und leiten. Und dann kann ich erst sagen, ob der Bersch was kann oder nicht. Aber ich kann ja nicht das kalte Wasser reinhauen und nachher sagen, ja, der hat schon so gekriegt, aber der sagt nichts. Und das ist das, was absolut abgeht. Und ich kann den Weg sehr wohl machen. Und dann habe ich in 2, 3 Jahren, wenn ich jedes Jahr vielleicht 2 Spieler aus der U20 einbaue in die erste, dann habe ich auf einmal eine junge Linie, die aber Erfahrung auch schon hat. Und so kann ich gleichzeitig die Ausländer minimieren und gleichzeitig auch Geld sparen und vielleicht in die Bärschamler Geld zahlen. Weil die spielen ja nicht einmal für ein Butterbrot, weil die können einen Kind aus den Fenster fressen, die hupfen auch mit 500 € im Monat um. Das ist weniger als für die Mindestsicherung. Und das sind ja auch Sachen, das passt einfach nicht. Und das kann man sehr wohl machen, aber das Problem ist, dass viel zu viele Köche den Brei verderben und gleichzeitig jeder von seiner Meinung nicht übersteigt. Und es findet kein Diskurs statt, sondern das wird einfach von Gott gegeben, so hingenommen. Ja, und ist halt so, was der vieler ist so arm und wir haben ja kein Geld und schauen mal an und die einen haben die Horten und die anderen haben den Mateschitz. Das interessiert mich nicht, was die anderen haben, sondern selbst ein Konzept erarbeiten und mit diesem Konzept vorangehen, weil vielleicht ist ja genau umgekehrt der Fall, dass die Vereine sehen in Österreich, aha, schau, der VSV macht den Weg. Und auf einmal haben wir aber noch 5, 6 Jahre Standard, immer 15 Fehler in der Truppen und dann hast du noch 5 gute und nicht Poppendeckel-Kanadier, 12, 13 und nachher funktioniert das. Aber dann muss ich halt einmal den ersten Schritt machen und nicht immer umeinander lamentieren, wir müssen vorne mitspielen. Jetzt haben wir 15 Ausländer und spielen wir trotzdem hinten um. Also wo ist jetzt der Unterschied? Dann habe ich lieber 5 Ausländer und spiele auch hinten mit um und dann habe ich noch 5 Jahre habe ich dann einen sehr guten Grundstock und mit dem kann ich arbeiten. Und dann kommen
Ausländer wieder noch viel auch, und dann kommen auch vielleicht junge Spieler, was in Wien waren noch viele, aber sie sagen, heute sehe ich eine Chance und da haben wir eine gute Mischung, aber das will keiner hören und dann wird immer gesagt, ja, du hast ja keine Ahnung und dir stellt sich das alles so leicht vor. Aber nicht einmal ein Konzept erarbeiten, weil das ist ein Job, sie werden dafür bezahlt oder auch nicht, die Herren, was in der Führung sind, und dann sollen sie das einmal ausarbeiten mit Sportprofis, mit Ärzte, mit, was ich keine Ahnung, Unternehmensberater, oder ich gehe zum Peter Rosbacher, wenn dort der Bärsch seine Lehre macht als Tischler, dann sage ich, Peter, hör zu, der Bub ist gut, der wird vielleicht im Winter nicht so oft bei dir sein und dann kriegst du da eine Entschädigung oder sonst irgendwas in die Richtung. Ich muss halt einmal in die Hack gehen oder in die Hasch und mit den Direktoren dort reden oder in die HTL, dass die Bärsch, wenn sie gut sind, auch seitens der Schulen und der Kleinunternehmer, wo sie ihren Beruf lernen, auch Unterstützung kriegen. Aber es muss ja eine Zusammenarbeit sein und nicht abgehoben durch die Gegend laufen und immer sagen, ja, das geht nicht, das geht nicht. Von das geht nicht, kommen wir nicht weiter. Und das ist das Problem, was wir seit Jahren haben, und der Kenny hat das richtig erkannt. Ja, aber Kenny, der Schuldi hat es eh schon angesprochen, wenn ich dann einem jungen Spieler die Chance geben will, dann kann ich dem doch nicht 800 Euro im Monat zahlen, dafür soll er 7 Tage die 800 Woche, ist sehr übertrieben. 24 Stunden Vollprofi sein, der Roland sagt es gerade, 800 ist sehr übertrieben, das ist ja ein Mumpitz, oder? So, weil eher gute Spieler verlieren, als irgendjemanden binden. Ich rede nicht von großen Beträgen, aber leben sollten die schon davon kennen, wenn sie Profis sind. Ja, ja, well, du musst irgendwie, I mean, this braucht viel meetings and it has, vielleicht you have a budget cap für jede Mannschaft und dann, so ist gesagt, irgendwie, du musst mit dem Arbeitsamt irgendwas machen, dass der kommt zu a jungen, verdient ein bisschen aber hier and vielleicht some from I don't know, weiß nicht, arbeitslos. I mean, du musst einen Weg finden, aber du musst trotzdem, and there gives, where there's a will, there's a way. You have to try. It's too einfach zum sagen, okay, der ist zu teuer oder der ist nicht wert, so ich nehme einen Ausländer, ein dritte Klasse. Ich bin so, mein großes Problem ist, I'm so enttäuscht, dass they bringen from the East Coast League. The East Coast League are Spielers that are eigentlich fertig. They spielen it's the dritte Liga here. Well, the dritte Liga here, then you're saying, okay, then Österreich or Austria League, the EBA League, is a dritte Liga. Then it is. It's a third league. It's the dritte League to the Schweiz. It's a dritte League to Deutschland. It's a dritte League. Look, we can't even beat Italy. And Italy has nur ein Mannschaft, and then all this in the farm league, and that is a good league. Budget, drei Ausländer, the budget is nieder, and entwickeln younger Spielers a chance. I think this is the super Idee, was Österreich auch macht. Wien and Red Bull had always done this. Red Bull gets great coaches in there. They've got Germans and Austrians. Okay, there's lots of great Austrian ex-players. Lansinger, who's coaching. I'll tell you, Peintner. That guy is a phenomenal coach for young players. There's a guy who should be somewhere too. And you've got this. You just have to find a way. With money, find a way. And that's the way it is. That's a small part of the puzzle. Do it or no. They all think that you have to be a big business and keep up. We say keep up with the Joneses. We're trying to keep up with the German league and the Swedish league and no. Hungary. Okay, they brought in Canadians, but they develop, and their league is going better all the time. We're using home players. It's just
you have to have Geduld. Es braucht Geduld and Zeit. Und the fans have to, so wie letztes Jahr, voriges Jahr, when you were bei VSV. I mean, the fans were frustriert. Aber with Unterluger. Aber the Auslanders were average, Durchschnitt at best. Und weil they haben kein Geld, right? But KC has Geld and Salzburg has Geld and then it's nur, wer hat die bessere Auslanders, right? Und dann du musst gewinnen, dem gesagt Unterlugar, der muss gewinnen. Und dann der Stress und dann spielt nur die Auslanders. Und dann du verlierst. Und das ist nicht fair und es ist nicht richtig. So, and this is the problem. And this for last year, VSV again. Oh, we're calling for a teuer Finnish coach. Well, it's Finnish, so he's good. This is, yeah. And then there's Vic before the playoff. Right. But they don't have the guild and they keinen entwickeln für die young Spielers. Wenn ich habe gespielt, die haben Lansinger und Crump eingebracht. In der Kabine ist einer sitzt da auf der rechten Seite, einer auf der linken Seite. Und das ist der neue Flugels. Und schau, die zwei waren die besten Spielers. Ja, okay, es ist ein bisschen leichter, wenn du spielst with me, aber they were, look at how, when he were schon lang weg, they were the besten Spielers in der Liga. Und du musst das machen. Lanzinger durfte ja gleich mit dir und Dembellini, war glaube ich dann die erste Linie und hat gleich in den ersten Wochen gleich getroffen, alles du, Dembellini und Lanzinger, oder? Ins kalte Wasser geschmissen mit 16 Jahren. Yeah. So, but they learning with the even here when ich bin ein Trainer mit der jüngeren Spielers, the Junior Spielers. Zwei gute setzen in ein Junge und arbeiten mit der jungen Spieler. They're learning. Schmeißen in the fire. Du musst was lernen. Und du musst haben ein bisschen Geduld. Aber du musst was, als ein Trainer, du musst was zeigen. Und die zwei, the two players that, the good players, they mussten helfen, entwickeln the Spieler. Und that's, then kommt, there's below, there's young, and they're learned, and bis der gleich. And that's just the process of development. And that's why I wouldn't come back to VSV, because, well, I have learned myself from the last time as a trainer in VSV, in Fila, that I am more for the young entwickeln and the young Spielers. I'm a developer. From 15 bis 20, that's my place. But now my career is vorbei. So. Aber deine Strong Hockey Academy in Toronto, die gibt es ja noch, oder? Und die läuft auch gut. No more. No, No more? No more. Für zwei jetzt. Ja. No. Genug. Okay. Genug. No. Kenny, was glaubst du? Der VSV hat ja da auch die Variante ins Spiel gebracht, heuer doch nur eine österreichische Liga zu spielen mit nur österreichischen Mannschaften. Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, das Hockey gesund zu schrumpfen und junge Spieler wieder nach oben zu bringen? Super Idee. Das muss sein. It wird Zeit down. Wir brauchen. Down. Sorry, my Deutsch is ein bisschen schwach.
Aber ich glaube, das ist eine super Idee. Wir haben 3 Ausländer, ich weiß nicht, aber 3 oder 4 oder was. Aber ja, Einheim, 8, 9 Mannschaften oder was, 10 Mannschaften, nur Österreicher. Da gibt es genug gut österreichische Spielers. Die Spitzen, das spielen auswärts, so wie ein Hofer, bring him back as an Auslander, zahlen as an Auslander. Well, der spielt wie ein Ausländer. Der ist so stark, der ist sehr gut. Und ja, und dann hast du ein Budget, dass jede Mannschaft trennt sich, dass wir dürfen nur so viel Geld ausgeben, entwickeln Spielers, entwickeln alte Spielers oder andere österreichische Leute, das will Trainer bekommen. Und ja, warum helfen Kanada oder USA oder Finnland oder warum? There's no one there to help. Die Wirtschaft ist schlecht. Die Leute können nicht einmal Karten leisten, ein Abo, right? Das ist so teuer ist jetzt, weil du musst so viel Ausländer zahlen. So du brauchst mehr Geld. Und die Firmen, die geben nicht so viel Geld aus, weil das ist all eng mit dem Geld und Wirtschaft und so ist es. Es muss irgendwann, das wird passieren, weil du hast keine andere Wahl. Ja. Rolli, wie siehst du das mit der Eishockey League? Ist die Liga wirklich so gut? Ist die eigentlich interessanter und ehrlicher als die Ebel, jetzt hast du ja Bet-and-Win-Liga? Ich glaube, das ist ja ein gutes Beispiel. Man hat das gesehen beim KAC, die haben das installiert. Die haben am Anfang richtig Tippel gekriegt, die Bärsch, was ja normal ist, wie es anders gewesen war, hätte der was nicht passen. Aber jetzt noch, was jetzt das 3. Jahr, glaube ich, wo der KAC diese Alpshockey-Liga spielt mit einer Mannschaft, sind die Ergebnisse nicht mehr so eindeutig mit zweistellig und was ich was alles. Die junge Mannschaft von KAC oder die zweite Mannschaft schlagt auch die Top 4 Mannschaften in der Liga mittlerweile. Das ist ja genau ein Beispiel dafür oder überhaupt das Hauptargument in die Vernaderer zu zeigen, dass sowas absolut geht. Ich weiß, dass der Herbert, der Homberger, das in vieler Heim machen wollte. Und ja, es ist halt im Endeffekt abgewiesen worden, ich nenne es einmal so, ohne meine Worte zu verwenden. Und das finde ich absolut schade, weil genau das ist das, was der Kenny gesagt hat. Du musst dich entwickeln. Woher sollen die Spieler die Erfahrung haben? Man darf eins nicht vergessen, der Luke hat mir das einmal richtig gesagt. Man ist schön, wenn ein junger Spieler jetzt da spielt, aber man darf alles nicht vergessen, spielst du in der Playoff und dann kommt einmal ein Kieber daher, weiß nicht, ein Tratnik oder ein Lakosch, dann kannst du den Bär schon kratzen von der Bande und da hat er mit der Aussage grundsätzlich recht, der Luke. Aber wie gesagt, aber wie soll nachher ein Spieler mit 17, 18 Jahren Erwachsenen Eishockey lernen, wenn er in der Bundesliga keine Einsätze kriegt, aber in dieser Alpshockey League sehr wohl. Und da sind eher von Alter her und sage jetzt einmal von der körperlichen Statur her genauso Herren drinnen, die was richtige Kiebel sind, und da kann er sich auf das gewöhnen. Und das ist genau dieser Zwischenschritt in die EWL, wo noch ein richtiger Kiebel daherkommen, so wie der Luke absolut richtig gesagt hat. Und das ist ja diese Erfahrung, was er am Eis macht, was das Auge macht, die Koordination und wie das am Lies, wenn einmal reinfährst, den einen, der 100 Kilo hat, was damit weiß, was los ist. Und deswegen ist diese Alpshockey League absolut gut und zu fördern. Und das sollte grundsätzlich jeder österreichische Bundesliga-Verein eine solche Mannschaft verpflichtend haben, um den jungen Spielern diese Erfahrungen zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist ja eine Win-Win-Situation, der Spieler entwickelt sich und gleichzeitig habe ich als Verein die Möglichkeit von, wenn ich Ausfälle habe, Krankheiten, Verletzungen etc., kann ich ja die jungen Spieler nachher eben von unten aufholen und muss ja nicht unbedingt gleich so ins kalte Wasser hauen, weil er eben schon diese Erfahrung hat. Und das ist ja das, ist für mich ein Druckschluss, wenn da Leute nachher mit dem Argument kommen, ja, das ist unfinanzierbar. Das ist absoluter Blödsinn. Da sind wir wieder bei dem, was der Kenny gesagt hat, I will or I don't will.
Um das geht's. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich es klar sagen, ich will das nicht, aber nicht sagen, das Geld, sie geben für so viel Sachen Geld aus, wie gesagt, oder für einen Popnickel-Kanadier, wenn sie sich das Geld sparen taten, dann hätten sie eine Halbsockerliga auch. Und das betrifft jetzt nicht nur den VSV, sondern allgemein betrachtet jetzt an. Das ist, die Möglichkeit ist da und die Gelder wären auch da. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen budgetmäßig runter und dementsprechend weniger Ausländer und dann hat man mehr Geld da für qualifizierte Trainer ja auch, so wie der Kenny auch gesagt hat. Der Bente kommt mit jungen Spielern positiv. So, der Kenny kommt mit jungen Spielern als Beispiel. Ja, super. Aber die haben wir auch noch dazu und dann können die Spieler besser werden. Ich weiß, dass ein Jeff Geiger zum Beispiel ein göttlicher Bibi-Trainer war. Der kann mit Kindern richtig gut. Leider Gottes aus gesundheitlichen Gründen geht es bei ihm jetzt nicht mehr, aber das war ein Weltklasse-Trainer gewesen, der hat ein Gespür für Kinder. Und das musst du auch mitbringen. Das bringt ja nicht nur die Erfahrung und das Wissen über irgendeinen Sportart, sondern du musst ja ein Gespür haben für junge Leute. Und die können nicht mit einem 17-Jährigen gleich umgehen wie mit einem 8-Jährigen. Und das gehört ja auch dazu, man muss ja ein bisschen Empathie haben. Und dahingehend werden die Trainer auch ausgebildet. Ich kann nicht nur rein auf die Technik und sonst irgendwas gehen, was genauso wichtig ist. Ich muss einmal auf eine, wie gesagt, eine geistige Ebene, muss ein bisschen ein Psychologe sein und das muss ich in die Kinder vermitteln können. Und nicht nur Eislaufen, sondern alles zusammen. Und da braucht es richtig gute Trainer, um gute Kinder oder gute Spieler zu produzieren. Und da fällt mir die Professionalität. Die reden immer von Professionalität und das wird im Endeffekt gleichgesetzt mit wie viel Geld investiere in die erste Mannschaft und der Nachwuchs wird komplett vernachlässigt. Und das ist das, was ich nicht kapiere. Man könnte das sehr wohl besser machen. Und ich bin da absolut, kenne seiner Meinung. Und wie gesagt, mich stört das genauso oder mich ärgert es, dass einfach diese lapidaren Aussagen mit, nur das kostet Geld oder das können wir uns nicht leisten. Ja, wenn ich es nicht will, dann mache ich es eh nicht. Aber wenn man das Hirn einschalte und dann mal einen Knell in die Hand nimmt und dann mal 3-4 Jahre das System anfängt zum Arbeiten, dann Siege oder das Erfolge da sind. Beispiel eben wie vorher, wo ich vorher gesagt, beim KC. Und das gehört einfach gemacht und nicht nur geredet, sondern an Taten wird man gemessen und nicht an den ganzen Lamentieren die ganze Zeit. Die Petra Petauschnik schreibt, eine Gehaltsobergrenze wird es in Österreich leider nie geben. Danke für deinen Kommentar. Kenny, jetzt reden wir über junge Österreicher und so. Dann hat der KAC, hat sich der Herr Haugen verletzt und dann ist der Herr Enroth gekommen aus Schweden. Dann sind österreichische Teamspieler, dein Sohn darunter, also ich habe damals echt gedacht, ich falle vom Stuhl runter, als ich das gelesen habe, sind 3 junge, tolle Österreicher abgemeldet worden. Was denkt man sich da? Erstens als Eishockey-Trainer, zweitens als Vater, da ist sowieso eine eigene Meinung dazu haben, aber allgemein, das kann es ja gar nicht geben, oder? Ja, ich will nicht eigentlich Einmischung sagen, weil es kann nur negativ sein für meinen Sohn. Aber was ist passiert ist was alle denken. Das soll nie passieren, aber das ist genau die Hauptprobleme, was wir reden von. Weil ein Österreicher ist immer nichts für ein Ausländer. Ein Ausländer kommt erst, der Trainers Job ist zweite und dann der Österreicher ist Mist, ist leftover. Da ist kein, außer du bist der Spitzenspieler, aber das sind Jungspieler und die nie die Chance geben. Und ja, they were my son, they were Meister the Jahr vorher. Und there was a big part of that Meistertitel, you know. Meine Meinung ist, mein Son ist ein starker Spieler, der es nie eine Chance geben, zu zeigen, was wirklich kann, aber that's not my place, that's the trainer's job, was der sieht, was der denkt und glaubt. Aber der ein Ausländer, der hat einen Ausländer eingebracht, das zu mir war schwach. Der hat in der Farmteam gespielt, weil er war schwach. Und auf einmal kommt der auf und spielt auf der ersten Linie, Powerplay, this. So ist ein Ausländer.
You know, but you know, this is the problem. This is nicht nur in KC, das ist sicher andere Mannschaften auch. Weil, but was ist passiert was wirklich, I don't know what the word is. It's disgusting. It's ridiculous what happened. But I can't get involved. It's not that's again my opinion. He has his career. He has to look after himself because I'm here and he's there, and you know, he has to fight for his spot. Maybe he doesn't fight hard enough. He's got to play more like me. You know, unfortunately, maybe he has to hurt a few people, even in practice. But it takes what it takes. But you know what? You have to make a name for yourself, and you have to create space for yourself on the ice. And you have to do something. You have to show up. Again, then we're back to 2-3 shifts a game. And, oh, you made a mistake, or that wasn't good enough, and you don't play. So, you know, that will never change anywhere. It's everywhere the same. Nobody ever understands a coach, right? People didn't understand Unterlukauer. People don't understand. I don't even know what the coach's name is in Klagenfurt. I don't know what his name is. I don't know anything. Yeah, it doesn't matter to me. It's not it's Stevie's team. Yes. And it is what it is. I only look to see who's developing, who's playing, and you know, I know the other guys that weren't playing in Klagenfurt. I mean, Klagenfurt's got some really good young hockey players, really good, and so does Villach. So, you know, but are they going to get a chance? Well, you saw what happened in Klagenfurt. I saw what happened in Villach, because it all comes down to, again, it was, what was it? What was his name? Enroll. Okay, he was a goalie. That's a special situation. Yeah. But they had Peterson sitting on the sidelines the whole year, and they chose to keep him on the list. Why? He's an Auslander, and that's all Austria hockey is all about. And does anybody have any connection to all 12 of those Auslanders on every team? I don't think so. So, you know, I'm an Austrian, and I'm probably more Austrian than I am Canadian, because that's where my life is, in Villach. But you know, I'm pro Austria, and I think, you know, me being on the national team as well. Okay, I became Austrian Canadian, but I really think that Austria's the Entwicklung is very poor, and it's wrong. That's the way I feel. Again, my opinion, and it's you know what? It's all about money too, right? You know, if I want to go to the U.S. to live, but you know what? They said we're going to take an American to work for this job before I take a Canadian. There. So in Austria, what do you want? An Auslander or an Austrian? Oh, we want the Auslander. Forget the Austrian. Thanks for looking after ourselves. It's all about looking after your own. Really. Ausfall was best when we were a family. And we included the fans, and the fans included us. Because without those fans, you got nothing. And if the fans don't know who you are, really, where's the fun in that? Where's the you know? Live. Kenny, du wurdest ja damals Österreicher, da hat dir, glaube ich, Dieter Kalt, obwohl er ja KACler ist, sehr viel geholfen, oder? Dieter was he was the next best player, and he was younger than Stian. But Dieter called son or senior? No, I meant the father. Oh yeah, The father of Dieter. There
he's a super mensch. I mean, a very respectable. He knew his hockey. He was great for. I think he was great for Austrian hockey. Um, um, I every time I see him, it's great to see him again. I think he's missed in as one of the leaders in the Austrian Ice Hockey Verband. Yeah, I mean, he helped me. I helped him, and his kids are great too. So I just think he's a very. I really like him. He's a really nice person. And I think his son was you in Toronto at your school, or am I wrong? Yeah, he was. Yes, and unfortunately, he had a bad shoulder and hurt shoulder. Came to me in Salzburg and injured his shoulder, which I don't know if he really played hockey much anymore after that. But and he had a lot of talent, and it was very sad to see that. But yeah, he came to me. Raukenwald. I had a number of. On Filak. We had a lot of players there that came to me and trained. I mean, I've worked with a number of Connor McDavid was one of my guys. All the Subans, you've got Stroms, you got Richard Raffle has come to me, Rauchenwald. I mean, there's, I don't think it's a fluke that these players are top players. Look at Rauchenwald. He is a phenomenal player. And hopefully he comes back with a vengeance. I hope all the best for him. And, I mean, that's what I do. I try and help and develop players. And I tried to get back to Austria and nobody would take me. So the days are done now, unfortunately, and I think. And who knows? Maybe I get a phone call, but I do have a job now, so. I call you. Yeah, you call me. I call you. Yeah, well, the problem is, and my wife knows it, as soon as someone calls, I jump on the plane and go. Kenny, wenn du jetzt VSV-Trainer wärst, würdest du für die nächste Saison einen neuen Goalie suchen oder würdest du Ali Schmidt die Chance geben, der ja ein riesiges Talent ist? Wer? Sorry? Alexander Schmidt, Goalie. Würdest du einen neuen ausländischen Goalie holen oder würdest du mit Ali Schmidt es versuchen? I would go with Schmidt. Personally, I think there's a couple of good young goalies in VSV. It's not going to be. It wouldn't be easy for the trainer, but you have to let them learn. And so you need stronger defense, right? And so you strengthen up. You have goaltending, Verteidiger, du brauchst the starke Verteidiger team back there. Verteidiger is the most important. Torman is erst, and then Verteidiger is most wichtig. Then the Stürmers, you can find Stürmers, genug Stürmers, good Stürmers. Okay. Ja. Uli, was würdest du machen? Ich bin da auch auf Kenny seiner Seiten. Ich glaube, der Schmidt-Bärsch hat echt ein richtiges Potenzial, wenn er dementsprechend da gute Coaches hat, die ihn da auch ein bisschen leiten, aber im Endeffekt unabhängig jetzt auch von Schmiede, sondern allgemein, du musst die Bär spielen lassen. Und bei den Torleuten ist es natürlich immer schwierig, weil wenn der am Bolzen hat, ist meistens Tor, gell? Aber trotzdem, um zu lernen, habe ich da die gleiche Meinung wie der Kenny. In Villach natürlich denen die Chance geben,
mit einem, sage ich mal, gleichwertigen Backup oder mit 2 jungen Torleuten, warum nicht? Und wie gesagt, und nicht diese Erwartungen immer zu haben, dass jetzt mal, oder gleich so, jetzt haben wir einen jungen Tormann, wer es sehen, ist scheiße. Das ist die Einstellung, mit der meistens in der Saison noch angegangen wird, sondern einfach nochmal einigen, so wir mal einen jungen Tormann und wer zeigen, der wird richtig geil. Eine gute Verteidigung vorne, so wie der Kenny gesagt hat, die was ihn ein bisschen beschützen, auch körperlich beschützen und einmal umdrehen vor dem Tor, wenn da einmal einer reinfährt in Crease. Das ist einmal richtig, dass die Gegner wissen, jetzt zwar der Goalie ist untouchable und die Unterstützung, die dem Bersch geben, ist sicher eine Option, absolut. Und warum nicht? Weil es kann ja nicht schlechter werden im Endeffekt. Man muss ja das ja auch sagen. Es ist ja Win-Win. Der Tormann lernt dazu und dann, wenn der gut ist, dann hast du einen erfahrenen, jungen Tormann, den entwickeln kannst. Und wenn er richtig, richtig gut wird, dann geht er woanders hin, wo, keine Ahnung, ob das jetzt Schweiz, Deutschland oder sonst irgendwo ist. Oder Kanada. Aber wie soll der Bersch irgendwie dazulernen, wenn er nicht zu seinen Einsätzen kommt? Man hat das beim Kicker gesehen, der Kicker, das ist auch ein guter Tormann. Und der hat dann gespielt in Linz. Aber wenn er einmal eine schlechte Partie gemacht hat, so wie der Kenny sagt, der ist ein Österreicher, ja, dann brauchen wir schon wieder einen gescheiten Ausländer. Anstatt diese Partien schieden lassen, damit sie die Erfahrung sammeln, was war denn beim Brohe? Den Brohe haben sie geschossen und haben sie alles geheißen und im Endeffekt beim Meistertitel sind alle wieder um einen Hals geflogen, die Speichlecker und das ist etwas, was nicht passt. Man muss den Tormann vertrauen, im speziell den Tormann. Und wenn er junger ist, dann lasse ich ihn spielen und einen zweiten Guten dazu, dann wird das schon passen. Aber man muss einmal eben diese Geduld was einmal aufbringen und nicht alles zerreißen wollen und glauben, in 2 Jahren werden wir Master, sondern entwickeln und dementsprechend eben auch auf der Tormann-Position. Und ja, ich bin auch dafür, dass der junge Schmidt da die Chance kriegt. Ja, ich auch. Kenny, du warst. Ich kann say, wie heißt der Österreicher, Tormann. Aber die Ausländer was verletzt und dann die haben das an der Nationalmannschaft. Madlena, ja. Ja, Ja. they were Ja, young good goalie. und der hat eingesetzt, Spiel nach dem Spiel. You know, they haben super, well, zum Schluss, the problem was, der Verteidiger, well, my son was weg, aus, nicht spielen und mehr Tore. Und weil die Ausländer sind älter, die jungen Ausländers, die haben gedacht, die were besser wie wirklich war, aber wer hat gehalten, ist der Tormann. Madlinger hat super gespielt. Ja, stimmt. And they trotzdem were gonna verlieren 4-0, wenn es weitergeht. Aber ja. der Problem ist, ein junger Tormann einsetzen. Schau, was Madliner hat gemacht. Und mit starken Verteidiger noch besser. So ist das. Ja. Kenny, who was the craziest goalie you played with? Craziest goalie. Thomas Sir. No, I had. I would say here was. I don't know. I had some pretty. Connected in the Name here was a Tormann. Wenn du hast in Training ein hohes Schuss gemacht, der hat laut hinter dir mit der Schläger und es gibt ja einer, wenn du hast da hochgeschossen. Aber in Europa was der Thomas Sir. Der was ein bisschen verrückter Damischer, aber der war so lustig. Kann nichts machen. Wir können reden. This is a gute Geschichte. We were in the playoff. It was the erste Jahr 88, weil es früher geendet, weil der Olympiade. Und so the playoff system was ein bisschen komisch. Und vielleicht war es 89. Wir waren gegen Innsbruck. Und wichtiges Spiel. Die haben vom Center Ice die Scheiben eingestoßen. Thomas Thurpook zwischen die Beine, Tor. Und ich war so beleidigt. So, you know. Und wir hatten dann, das war zu Hause.
und wir haben zurückgekommen. Das war unentschieden und dann auf einmal spät in der dritten Drittel noch einmal von der blauen Linie, lange Schuss, schon wieder der Thomas Sir. Tor. Dann wir sind hinten. Und eigentlich wir hatten verloren das Spiel. Und dann den nächsten Tag im Training. Und I had in my Vertrag, I had a bonus. Das, für jeden Mannschaft Punkte, die kriegen 2000 Euro or some, or not Euro, Shillings. Schilling. Shilling, yeah, the good old shilling. And the dog in training, it was so unfresh and so bad that Thomas said, du Trottel, das ist lost in this lange Schuss und das kostet mich Geld und jetzt wir sind, I don't know, 1-1 in the series und so that ich habe in Training had to the blaue Linie und I had 2 Scheiben. Der eine flippt in der Luft und der Thomas Sir mit der Hand auf ist so und ich komme voll und batsch. I just full Körperspiel, full contact. And they were liegen in der Tor and I said, du wirst nie wieder ein langer Schuss im Tor lassen. Und aber dann, wir haben das nächste Spiel gewonnen und er ist super gespielt wieder und wir alles in Ordnung. Aber er hat keinen langen Schuss mehr reingelassen, oder? Was? Brilliant? Er hat keinen langen Schuss mehr reingelassen. Yeah, no, that's super No more long gespielt. shots. No more long shots. He was afraid of you. Yeah. He was afraid of you. He's afraid to let the goals in. Yeah. Yeah. Kenny, last question for today. What do you think about Marco Rossi? He's a super player, and they had a vollgreit Zukunft. He's going to be a good player, and he's going to have a great future. Yeah, that's very impressive. Yeah, and congratulations to him. He's a great hockey player. But again, another Austrian. We have them. We have some great players, and we can develop more, a lot more, and we should. Get the people in there. Forget this Auslander politic crap. I mean, okay, the guys that are here, if they're Auslanders, okay, but it's time to look after our own. Time to. Your word is really warm. Yeah. Ein Wort in Gottes Ohr. Kenny. Yes. Kenny. Bitte, Schulli. Ja, ich wollte sagen, so wie eben der Kenny und dieser mal da schwimmen ja auf der gleichen Wellen. Danke, dass du zu mir gut sagst, Rüdiger. Nein, war schwer. Ich wollte sagen, das zum Rossi, weil ich auch dazu sagen, für mich das faszinierend, der Vater so ein Kiebel in der Verteidigung gewesen, damals wir gegen den noch wie gespielt. Und der Bärsch eigentlich so jetzt nicht allein, aber ich habe das jetzt auch verfolgt. Ich habe da Spiele angeschaut und so Spezialsituationen, also der ist richtig gut. So wie der Kenny sagt, der hat eine richtig große Zukunft für sich. Ich hoffe, er bleibt gesund und ist ein würdiger oder ein sehr, sehr würdiger Vertreter des österreichischen Eishockeys. So genau so ist es. Wir haben gute junge Spieler. Der Rossi sagt es vor, hätte es als Zugpferd Nummer 1, aber es gibt sehr viele gute junge Spieler und die gehören gefördert. Und es gehören mehr so eine Leute, wie der Kenny ist, als Trainer nach Österreich, mit dem Herzblut, in erster Linie noch Villach natürlich, aber insgesamt fürs österreichische Eishockey gehen genau so eine Personen wie der Kenny ist, genau die gehen ab. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn er wieder in Österreich auftauchen würde, vorzugsweise in Villach. Und die Bärsch brauchen so eine, wie auch die Bundesligaspieler, die brauchen genau so eine Leute. Dann sind wir schon 4, schreibt die Petra Petauschnik, die da alle einer Meinung sind. Kenny, ich sage 1000-mal danke für diesen Tag heute. Ich hoffe, wir dürfen dich auch beim nächsten Derby-Tag
wieder kontaktieren. Julie, dir sowieso danke. Und Kenny, nice greetings to your wife. Nice greetings to Bettina from Austria. And like Julie, I also hope to see you again in Villach as soon as possible. The VSV fans expect you and they will never forget you. That I can say for me and for all the fans I know. Well, I have to come soon to see family. So I will be there, but maybe not in ice hockey. I hope you can meet. I hope we can meet when you are here. Okay. So have a nice day. I will come see you for sure. Okay, thank you very much. Nice afternoon and hope to see you again soon. Bye-bye. Ja. Okay, bye-bye. Danke. Viert euch, Kenny. Ciao, danke, Rüdiger. Danke, Julie. Bye, Kenny. Danke.